Teil haben wir das Modell gebaut und die Hinterhaltspannung aufgebracht. In diesem Teil wird es dann um die Detailbemalung gehen, Abziehbilder und vielleicht um die Ketten und um die Alterung, je nachdem. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Gut, viel zum Detailbemalen gibt es hier nicht. Es gibt ein paar Werkzeuge, das Maschinengewehr und natürlich die Laufräder, wo man die Gummiflächen auch bemalen muss. Alles in allem keine große Sache. Also fangen wir gleich an. So, die Laufflächen von den Rädern bemale ich mit Revell Matt 9. Das ist Anthrazit. Ich finde, das ist eine ziemlich gute Farbe, weil das ist nicht so pechschwarz, sondern einfach extremes Dunkelgrau, und ich finde, das ist eigentlich die perfekte Farbe für Reifen oder auch eben diese Gummiflächen. So, für die Metallteile habe ich wieder Matt 9 und Matt 91 Eisen zusammengemischt zu so einem dunklen Metallton. Ich finde, das ist auch eine gute Farbe. Also mit blankem Metall sollte man da nichts bemalen. Das wäre nicht realistisch, weil das würde ja die Sonne reflektieren am echten Fahrzeug und dadurch würde der Leiter entdeckt werden, wenn das dann zum Blinken anfängt. Die Holzgriffel der Werkzeuge bemale ich immer mit Revell Matt 82. Ich finde, das ist eine gute Farbe. Das ist so ein mittleres Braun. Also das sieht nicht aus wie frisches Holz und auch nicht wie Schokolade, sondern einfach wie ein eingelassenes Holzstück. Und das trifft den Farbton eigentlich ziemlich gut. Gut, das war die Detailbemalung. Viel zum Bemalen gab es ja nicht. Jetzt müssen wir als nächstes uns der Ketten annehmen. Wie ihr seht, das sind diese Segmentketten, wo nur um die Kurven vorne und hinten einzelne Kettenglieder vorhanden sind. Den Rest gibt es eben diese zusammenhängenden Stücke. Ich werde jetzt das mal ein bisschen anders machen. Mir scheint die Methode, die ich sonst verwende, da ist nicht so geeignet dafür. Ich werde die Ketten hier im Gussast mittels Airbrush einfach mal schwarz grundieren und vielleicht schon ein bisschen Rostbraun drauf sprühen und anschließend dann montieren und dann zusammen mit dem restlichen Fahrzeug altern. So, die Farbe ist jetzt getrocknet und jetzt müssen wir die Ketten halt nur noch montieren. Geht da immer folgendermaßen vor. Ich fange zunächst hier mit dem unteren Bereich an, damit die Kette dann später auch genau auf den Führungszähne sitzt, und arbeite mich dann entweder so rum oder so rum vor. Schlecht ist natürlich, wenn man da hinten erst anfängt, weil dann kann es sein, dass vorne nicht passt.
So gut, das war die erste Kette und dasselbe Spiel müssen wir auf der zweiten Seite auch noch machen. So, beide Ketten sind montiert. Das ging wirklich sehr einfach und die Methode, die ich hier verwendet habe, ist wirklich sehr gut zu gebrauchen für Segmentketten. Für Einzelgliederketten würde ich das so nicht machen. So, jetzt müssen wir natürlich noch hier, wo die Teile am Gussast waren, nochmal übermalen und vielleicht wo ein bisschen Kleber rausschaut, aber das sind wirklich ganz kleine Bereiche nur, wo man Nacharbeiten braucht und der Rest ist ja schon lackiert. So, mit ein bisschen Matt 91 Eisen werden jetzt hier die Laufflächen von der Kette ein bisschen bemalt. Und da reibt ja das Metall auf der Erde und da hält der Lack natürlich nicht lang. Und das kann auch kein Rost ansetzen, wenn das Fahrzeug öfter benutzt wird, weil das wird ja ständig abgeschliffen. Hier beim Hetzer kommt man da später auch noch sehr gut hin. Also kein Problem, das ein bisschen rauszuzögern mit der Kette. Gut, dann machen wir mit den Abziehbildern weiter. Es sind wieder mal nicht so viele, eigentlich nur die Balkenkreuze. Also schon ein bisschen ein minimalistisches Fahrzeug, kaum Werkzeug zum Bemalen, kaum Abziehbilder oder Markierungen. Aber gut, so ist halt, das ist ja vorbildgerecht so. Das ist auch oft, was gefragt wird, wie man verhindern kann, dass die Abziehbilder so glänzen, also silbern sagt man da dazu. Das Silbern passiert dadurch, dass der Untergrund uneben ist und das Abziehbild dann eben nicht perfekt sitzt, sondern kleine Lufteinschlüsse entstehen und dann setzt sich der Trägerfilm eben so grau ab und wenn man das dann gegen das Licht hält, dann sieht man das noch extremer. Aber meistens ist das schon mit bloßem Auge zu erkennen. Und um das zu verhindern, gibt es mehrere Möglichkeiten, wovon ich eigentlich nur eine praktiziere. Also ganz viele Modellbauer übersprühen das Modell in diesem Stadium mit Glanzlack. Und der Glanzlack hat die Eigenschaft, dass er eben überhaupt nicht rau ist, sondern wirklich eine ganz glatte, glänzende Fläche erzeugt. Und wenn man da dann das Abziehbild drauf tut, dann ja, ist ja kein rauer Untergrund vorhanden und dann hat es auch gar keine Möglichkeit zum Silbern. Es kann aber trotzdem zum Silbern kommen, wenn man ganz nasse Hände hat und da das Abziehbild platziert mit den Fingern und dann unter dem Trägerfilm viel Wasser ist, dann kann es auch zu so einem Abstand kommen, selbst wenn man Glanzlack verwendet hat. Oder auch mit meiner Methode kann das auch passieren, wenn man Mikrosol verwendet. Das ist ein Weichmacher für Abziehbilder und der sorgt eben dafür, dass man auch ohne den Glanzlack eigentlich das schafft, dass das Abziehbild sich da eben der Oberfläche anpasst und dann auch kein Film dazwischen wäre, der das dann den Trägerfilm zum Glänzen bringt. Da hat jeder seinen eigenen Weg. Ich habe es nicht so gern an Panzern mit Glanzlack rumzusprühen.
Ich liebe einfach diesen matten Look von dem Modell, sowohl jetzt als auch später. Und ja, der Glanzlack wird mich da einfach nur stören. Also fangen wir mal an mit den Abziehbildern. Das ist ja jetzt keine große Sache. Man schneidet einfach die aus, die man möchte. Kann man Skalpell nehmen oder eine Schere, das ist eigentlich Banane. Ja, und dann hält man das für ein paar Sekunden in lauwarmes Wasser, weil da löst sich einfach das Abziehbild am schnellsten. Bei kaltem Wasser braucht es ewig und es kann auch passieren, dass es an manchen Stellen schon locker ist und an manchen noch gar nicht und dann zerreißt man das Abziehbild schnell mal. So, das sollte schon locker sein, ja. So, und da wo das Abziehbild sitzen soll, streicht man ein bisschen Mikrosol auf. Das war ein bisschen viel, ja, egal. Dann am besten mit einer Pinzette das Abziehbild schnappen und dann hier platzieren. Und jetzt am besten gar nicht mehr hinlangen, weil wenn man das Abziehbild dann verrutscht oder nochmal abnimmt, dann ist das durch den Weichmacher so brüchig und auch klebrig und so, dass man es eigentlich nicht mehr platzieren kann. Das ist fast unmöglich und dann ja, ist es eigentlich kaputt und das ist auch schade. Vor allem ja, fehlt es ja hinterher. Man muss auch keine Angst haben, wenn sich die Abziehbilder, vor allem größere, dann eben so ja, kringeln oder ein bisschen falten oder so, ja, so Falten bekommen wegen dem Mikrosol. Das geht wieder weg später. Das ist nicht tragisch. Das sieht nur im ersten Moment schlimm aus. Ich gehöre eigentlich nicht zu den Leuten, die dann später die Abziehbilder nochmal versiegeln mit dem Klarlack. Das mache ich eigentlich, wenn überhaupt, dann ganz am Schluss, wenn ich ein paar Pigmente drauf gestreut habe. Ansonsten habe ich den Eindruck, dass das nur mit dem Mikrosol auch schon sehr gut hält. Man kann natürlich auch nur die Bereiche von die Abziehbilder mit Mr. Mark Setter ein bisschen einstreichen. Da ist so ein kleiner Pinsel drin, nur dann außenrum. Dann kann eigentlich auch nichts passieren. Das ist ja auch Klarlack im Prinzip. So, das soll mal für den zweiten Teil genügen. Im dritten Teil machen wir dann mit der Alterung weiter und bin mir dann auch ziemlich sicher, dass das Modell dann da auch fertiggestellt wird. Also bleibt am Ball. Danke, dass ihr reingeschaut habt. Bis dann. Euer Hamilcar Barkas.